So, Brudi, moin. Lange nichts gehört von mir. Ich bin jetzt in Blütetag Nummer 3. Wir machen mal das Zelt auf und gucken mal rein. Ja, Shoutout geht erstmal an all die anderen Brudis, die mir netterweise Kommentare da gelassen haben und gesagt haben, Brudi, du musst da unbedingt ausdünnen. Wie ihr gesehen habt, habe ich das schon gemacht. Und das war 2 Tage vor der Blüte. Oder einen Tag vor der Blüte, ich bin mir nicht mal ganz sicher. Jetzt sind wir ein paar Tage nach der Blüte und das sieht schon wieder aus wie ein Dschungel hier. Ja, was meint ihr, Leute? Ich denke, ich muss heute auf jeden Fall nochmal ausdünnen, sonst wird das zu voll. Ja, es sieht schon ganz nett aus, ne? Wir haben halt noch keine Blütenbildung, weil wir erst 3 Tage in der Blüte sind. Aber wie ihr seht, ist das Zelt bis oben hin voll. Wir haben überall Triebspitzen, die gerne Blüten werden wollen. Hier und da habe ich schon mal so kleine Härchen gesehen. Aber so richtig fette Buds lassen wohl noch ein paar Wochen auf sich warten. Aber ja, wie ihr seht, entwickelt sich das ganz gut. Ich hole euch noch mal kurz ab. Hier vorne ist die Skywalker Haze, nach wie vor am Nachhängen. Melonade Runs hat größenmäßig ordentlich aufgeholt, ist jetzt genauso groß wie die beiden Backseats, Miss Chismis und Mr. P. Ja, die nach wie vor aussehen wie ein Urwald, ne? Ich werde mal versuchen, jetzt eine Kamerafahrt unter das Canopy zu machen, um euch mal mitzunehmen, dass ihr mal sehen könnt, wie es da aussieht. So, wir gehen jetzt hier mal in Melonade Runs rein. Ja, man sieht also hier unten nochmal ganz schön, jetzt wie ich sie trainiert habe mit diesem kleinen Metallhäkchen hier, habe ich die Zweige ausgefahren, um den Topf möglichst auszuwuchern und die Pflanze erstmal flach zu halten. Habe natürlich auch hier drin so ein bisschen ausgedünnt, aber es ist halt schon wieder so dicht, dass man da gar nicht mehr durchgucken kann. Ja, ich glaube, in die anderen komme ich gar nicht so richtig rein mit der Kamera. Ich versuche das trotzdem mal. So, wir gehen mal in Mr. P rein. Können wir hier vielleicht irgendwo eine Blüte erkennen schon? Ja, das sieht doch so aus, als ob wir hier direkt bei Mr. P, nice, die erste Blüte sehen. Da das hier ja auch ein Backseat ist, Leute, und ich nicht genau weiß, was das für eine Genetik ist, ist das schon mal ein gutes Zeichen. Und sieht so aus, oder sehen wir da eine Banane? Ist das eine Banane? Kriege ich da einen Fokus rein? Scheiße. Ja, das müssen wir uns gleich nochmal in der Aufnahmegröße angucken. Aber ja, können wir hier auch nochmal bei Miss Chismis reingucken. Vielleicht sehen wir da auch was. Irgendwo. Ja, leider nicht so viel. Schade. Jetzt mal den Schaden, den wir hier angerichtet haben, so ein bisschen wieder gerade biegen. Ja. So sieht's aus von der Front, Leute. Was meint ihr? Ich werde jetzt hier auf jeden Fall gleich ausdünnen. Ich werde euch nochmal mitnehmen und einen Timelapse machen, wie ich die Mädels richtig nackig mache. Und dann sehen wir uns nach dem Timelapse wieder. Bis gleich.
So Leute, da bin ich wieder. Wir haben die Ladies entlaubt. Ihr habt das gerade im Zeitraffer gesehen. Das war ein Akt. Ich habe fast eine Stunde gebraucht. Ich habe die eigentlich nicht nur entlaubt, sondern ich glaube, man nennt es heutzutage Lollipoppen. Ja, ich habe also wirklich extrem ausgedünnt unten. Die unteren Drittel sind alle ziemlich leer. Die Mädels gucken jetzt gerade ein bisschen traurig. Die kriegen jetzt gleich von mir Wasser und Dünger. Weil einige Leute schon gefragt haben zu den Düngern, was ich denn benutze. Ich benutze keinen Schnickschnackdünger oder so. Ich benutze für Mr. P da hinten Neudorf Acetonatendünger. Ja, den habe ich aus dem Baumarkt geholt. Kilo kostet, lass mich lügen, 6 € oder so. Und die anderen 3, weil die ja auf mineralisch vorgedüngter Erde stehen, kriegen von mir Compo Compo Blumendünger mit Guano. Ich bin gleich wieder da, ich hole die mal eben, zeige die euch, dann wisst ihr, wovon ich rede. Ja Leute, da bin ich wieder. Also, wie gesagt, zu dem Dünger nochmal. Zu dem Dünger, wie gesagt, Mr. P. Das sieht man gar nicht richtig. Wartet mal, ich lege den mal auf den Boden hier. Mr. P bekommt das Zeug hier. Acetonatendünger von Neudorf aus dem Baumarkt. Mit Mykorrhiza-Pilzen und allem, was das Growerherz begehrt. Wirklich nices Zeug. Kann ich empfehlen bisher und Mr. P scheint es zu mögen. Ja. Und für die anderen, wie gesagt, ganz einfacher Baumarktdünger, Compo Blumendünger mit Guano. Ja, den gebe ich bei jedem zweiten Gießen mit Hälfte der normalen Dosierung. Und hiervon habe ich Mr. P vor 4 Wochen ungefähr so 50 Gramm mit unter die Erde gemischt und seitdem hat der überhaupt keinen Dünger mehr bekommen. Ne? Ja, so viel zum Thema Düngen. Und ja, die Art und Weise, wie ich die Mädels wässer, ist folgendermaßen. Ihr seht ja, das ist oben ziemlich dicht. Ja, da kommt man nicht so gut mit der Gießkanne ran, ohne die mit den Blättern zu bewässern. Das heißt, ich werde die Düngelösung hier unten in die Untersetzer kippen. Mit einer kleinen Gießkanne jeweils erstmal 1 Liter in alle 4 Töpfe. Und dann warten wir, bis die Pflanzen sich das genommen haben, was sie brauchen. Die trinken nämlich dadurch immer nur so viel, wie sie wirklich brauchen. Und ja, ich werde euch das mal zeigen. Ich mache mal hier gleich einen Zeitraffer an und zeige euch, wie die Pflanzen das Wasser austrinken. So Leute, jetzt sind die Pflanzen wieder im Zelt. Ihr habt euch gerade den Zeitraffer angesehen. Ich hoffe, ihr konntet erkennen, wie sie das Wasser saugen. Normalerweise dauert das noch ein bisschen länger. Also ich werde jetzt gleich nochmal 1 Liter nachfüllen. Das trinken die auch innerhalb von einer halben Stunde aus. Und ja, so sieht es jetzt aus. Nach dem Entlauben, ich habe das Netz wieder eingezogen. Wir sind jetzt ungefähr 30 cm entfernt von den Blütenspitzen, die dann hoffentlich bald kommen werden. Und ja, ich gebe euch noch mal kurz einen kleinen Überflug hier, wie das aussieht. Hier vorne Skywalker Haze, Melonade Runs, die hat übrigens richtig aufgeholt in den letzten Tagen, also größenmäßig ist die genauso groß wie die beiden Backseeds, Miss Chismis und Mr. P. Die Skywalker ist irgendwie immer noch hinten dran, aber ja, es entwickelt sich alles nach Plan, würde ich sagen. Ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, droppt die in den Kommentaren. Das nächste Video gibt es dann in ein paar Tagen, wenn es hier was zu berichten gibt, weil solange ich keine Blütenspitzen richtig sehen kann, die ich für euch filmen kann, denke ich mal, macht das wenig Sinn, dass wir hier großartig updaten. Ne? Also in ein paar Tagen, ich weiß noch nicht wann, werde ich ein neues Video releasen für euch und euch hier mal auf dem Laufenden halten, was so abgeht in der guten Stube beim Bubatzbrudi. Bis dahin, hauen Sie rein und machen Sie es gut. Ciao, ciao.